Willkommen zurück bei Lamplight City, hier in dem Herrenhaus von Familie Dupré. Ja, wir haben uns in der letzten Folge hier so ein bisschen umgeschaut, ein paar interessante Sachen gefunden und ja, schauen uns jetzt nochmal den Rest hier oben an, um dann wieder mit dem Andrew zu sprechen. Ich bin sehr gespannt. Oh, look! It's one of those new audio cylindergraphs. I can't quite wrap my head around how they can manage to get sound out of a wax cylinder. Das ist Magie wahrscheinlich. Achso, ich kann mich dabei bewegen. Ich dachte, da passiert jetzt irgendwas. Okay. Wir müssen doch bestimmt dieses... Oder war das die Szene? Also, dass man dieses Do Re Mi Fa So da spielt. Auf diesem Cembalo. I don't know much about art, but I see Madame Dupré and I at least have similar tastes. Ich gucke mir nochmal diese Noten an von dem, was da auf dem Tisch lag. Wie an der Wand natürlich. C, D, E, F, G, A, B, C. Okay, C, D, E, F, G, A, B, C. Ja. Aber, also eigentlich eine Tonleiter, mehr ist es ja nicht. Aber das habe ich doch gedrückt. Ich muss das mal machen, ohne dass das Ding hier spielt. Oder es gibt noch was anderes damit zu tun. Ne, das hilft auch nicht. Dann weiß ich es nicht. Okay, müssen wir uns nochmal später irgendwann anschauen. Wir gehen jetzt erstmal runter und sprechen mal mit Andrew. Und müssen uns natürlich auch das Versteck angucken vom Geld oder von den Drogen, was er da für seine Kommilitonen oder so versteckt hat. I have some questions. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der... Oh, goody. Der wird jetzt mir richtig auf den Sack gehen. Ach du Scheiße, das sieht doch aus wie so ein richtig verzogener Bengel, ey. What can you tell me about Madame Dupré? She came back from the dead. I couldn't believe it. My mother, resurrected, just like Jesus. Yes. I heard you're the one who accused Mr. Martin of the crime. Oh, no, I already talked to the police about that. I don't want to think about it right now. How do you typically spend your days, Mr. Montgomery? What are your interests? Oh, a little of this and a little of that. Nothing as exciting as what you do, I'm sure. Ooh, tell me, do most bad people start crying when you catch them? I'll bet it's a laugh riot to see them sobbing away. No, Mr. Montgomery, most of them don't. Well, that's a real shame, isn't it? Boah, der geht mir jetzt schon auf den Piss. What can you tell me about your sister, Juliet? I'm reminded of a famous quote, Mr. Fordham. Parting
is such sweet sorrow. Let us part on good terms and avoid the subject altogether, please. Anscheinend kein gutes Verhältnis. I found this bottle of pills upstairs. Are they yours? Yes, I take those from time to time when I'm feeling tired. You seem to be out. Yes, that is a pity. Where do you usually acquire them? Oh, they're available by mail order only. I'll have to remember to request some later. That's a rather exotic bird you've got. I like looking at him. He has such pretty colors, doesn't he? That he does. You know, I've always wondered what he might taste like. Alter. Is that bad, do you think? I really couldn't say, Mr. Montgomery. Thanks for your time. No, thank you for yours. This is ridiculous. He won't be of any use in this state. If it takes him as long to snap out of it as it takes you, we'll be waiting around here until noontime tomorrow. There has to be a way to bring him back to his senses. Maybe that quack outside knows something of use. Na, ich glaube, vielleicht können wir auch diese Pillen da. This fountain probably looked nicer when it was working, but right now it's just a breeding ground for mosquitoes. There's an angel on the fountain, but it doesn't look like it's weeping. This would probably be too risky a place to hide something anyway. Ja, richtig, wir suchen ja diesen weinenden... This fountain probably looked nicer when this would probably... Den weinenden Engel. So, das ist hier dann rein. Wo könnte Doctor, der sein? may I ask you a few questions? Please be my guest. May I ask exactly what... A simple tincture of laudanum. It's what I give all my nervous patients. He seems a bit out of sorts. Hot? Meat kettle. It can have that effect, but it usually wears off in half a day or so. Is there a way to bring him out of his condition sooner? A stimulant would have the opposite effect, but I wouldn't recommend mixing the two. It could have potentially harmful effects on his heart. Oh, of course. I wasn't planning on doing anything of the sort. I was just curious. Nein, It's nein. cute how you act like you have no experience in these matters. It's almost convincing. Okay, Aufgabe notiert. Those are all the questions I've got for now. I hope I answered them adequately. Ja, ja, bla 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 bla. So, wir haben Bewohner müssen wir noch machen. Gut, er muss halt erstmal da wieder wach werden. Grabmal besuchen, angemietet Zimmer, genau, müssen wir machen. Stimulanz finden. Hinweise. Pinzette. Gegenstände zu greifen. Diese verdammten Augenbrauennase zu... Okay. Leere Flasche von Pillen, die dazu gemacht wurden. Nur für den Gebrauch durch Männer empfohlen. Jawohl. Dokumente, Brief an Andrew. Genau, aber... Unter dem weinenden Engel. Der weinende Engel, aber im Haus kann der ja schlecht... Ah, warte mal, vielleicht am Friedhof. Ja, geh raus, geh raus, geh raus. Vielleicht am Friedhof. Ja, dass der, das ist die Forest Lane, da gehen wir danach erstmal hin. Wir gehen jetzt erstmal zum Friedhof. Oh. Ah, St. Denis Cemetery. Best view in the city. It's just a shame none of the residents can enjoy it. I think I'm buried around here somewhere. Wonder how the old gravestone is doing. Da steht aber ein Polizist. I don't know him. Must be a recent addition to the force. Well, at least he won't recognize you. Good day to you, officer. Good day, sir. How may I be of assistance? Schöner Tag für einen Spaziergang auf dem Friedhof. Would you mind letting me in the tomb, please? Afraid I can't do that, sir. This tomb is currently part of a police investigation and ain't available for visits until further notice. Ich habe gesehen, wie am Haupteingang jemand überfallen wurde. But it's my dearly departed Aunt Hester's birthday today, and I always bring her flowers. I'm sorry, sir, but I've Wo got sind my denn die orders. Blumen, Alter? Come back in a few days. I can assure you, your aunt won't have gone anywhere. Boah, wie, Good day to you, officer. Afraid I... Please. wie, das ist, also
Also wie kann denn der Polizist Looks das like people have left markings and offerings in front of this tomb. You may think it's a silly superstition, but I wish you'd leave a bottle of Bollingworth at my grave every now and then. Okay, Aussicht. Ausgang. This just goes to show you can't take it with you, so you might as well spend it all on a giant tomb. Nice view of the river from up here. You can hardly even see the cloud of... Ich hätte gedacht, hier wäre irgendwie so ein weinender Engel, aber scheinbar nicht. Er will sich auch nicht mehr mit mir unterhalten. Good day to you all. Afraid I ain't. Please. Belanglose. Ey, sag mal. Das ist ja was. Okay, dann gehen wir erst doch zur Forest Lane. Eieiei. Egad! Is this someone's room or a jungle? Quite a fascinating array of plants in here. Not to mention the machinery on the table. Und die Seems like Juliet is Wasserflecken auf dem very Dach. interested in getting extra credit. Alter, wie schmandig das aussieht. I wonder what sort of fertilizer or growth tonic these plants are getting. Whatever it is, it's definitely working. Those are the most vibrant flowers we've seen in a while. I bet they smell extra strong. Yes, they certainly do. It's a good thing you're the one with the nose. Blumenpflanzen finde ich auch sehr schön. Na gut. Labortisch. They appear to Aufzeichnung. be scientific scribblings. I can't make heads nor tails of them. That makes two of us. They appear to be science. That makes two. Okay, wir gucken uns den Labortisch an. So, fliegen. They're just doing what flies do best. Well, now, this is interesting. Auswirkungen der Ätherizität. Größere, strahlende Blüte. Die Produktion von Chlorophyll scheint sich zu verdreifachen. Das Wurzelwerk wird gestärkt und die Absorptionsrate von Nährstoffen wird erhöht. Das ist erstmal gar nicht so verkehrt. Zusammenfassung: Pflanzen gedeihen unter Kontakt mit geringeren Mengen von Ätherizität. Die Langzeitwirkung kann nur durch weitere Beobachtungen festgestellt werden. Ja, ist richtig. Auswirkungen von Ätherizität, Beeinflussung des Gehirns. Testsubjekte verhalten sich wie in Trance. Kontrolle über die Muskulatur geht verloren. Flügel schlagen in wiederkehrenden Rhythmen. Oder wo die Mutter mit sowas will? Nein, ich will mich noch nicht so einschießen. Wenn Tiere höhere Ordnung mit weitreichenden kognitiven Fähigkeiten, Menschen eingeschlossen, mit einer festen Menge Ätherizität in Berührung kommen, verfallen sie in eine Katatonie, die sie regungslos und wie tot wirken lässt. Ah, so. Okay. Just a bunch of technical Ach so. Dann wird doch die Mutter auch mit diesem Ätherzeug da in Berührung kommen. I have no weil- idea nor desire to know what purpose that thing has. Doch, da ist ein Knopf. Drück den Knopf. Oh oh. Ah ja, jetzt sind die wie in Trance. Oh, would you look at that? Jetzt sind sie wie in Trance. Oh, would you look? Wenn wir es nochmal machen, dann sind die wahrscheinlich tot, oder? Oder auch nicht. They're just doing what flies do best. Zum Glück ist das kein nervendes Geräusch, oder? Okay. Oh, would you? Okay, das heißt aber... That's quite the book collection. It almost puts Adelaide's to shame. All impeccably cataloged and organized as well, which makes the two missing volumes stand out even more. That's quite. All I wonder what sort of. I'm guessing they're probably full of more scientific equipment or plant-related stuff.
Okay, das heißt, mit diesem Äther könnte man auch Menschen so in Trance versetzen. Lass sie doch mal dazu befragen. Hello again, Miss Montgomery. Mind answering a few more? Hello, Mr. What can you tell me about your brother? Andrew, Mama's precious little boy. Steigen erstmal leicht If you've ein met in him, das you pretty Gespräch. much know all you need to. He's had the whole world handed to him on a silver platter. But he's in for a rude awakening someday. Mother can only provide for him for so long. Do you know anything about ethericity, Miss Montgomery? You surprised me, Mr. Fordham. I had no idea someone of your profession would know or care about something like that. I've found that it pays to be open-minded. To answer your question, yes, I am familiar with the theory of ethericity. In fact, it's recently become a focus of my studies. Despite what the newspapers have been reporting, it's already possible to access it in small quantities from the air around us. Have you conducted any experiments? No, my research has been purely theoretical. I don't have the means to do anything practical, I'm afraid. Deceiver, dissembler, her trousers are alight. I can't understand why Juliet might not want to make her research public, though. Miss Montgomery, please don't lie to me. I know you've been conducting experiments with ethericity. I've seen the room you're renting on Forest Lane. What? But how? Ja, Bruder. Ja, warum nicht das letzte? I wouldn't be very good at my job if I didn't find things out, Miss Montgomery. Now please, drop the act and tell me about your experiments. Fine. I've been researching etheric effects on living organisms. I'm planning on presenting my discoveries to the board once I make more progress. So far, I've managed to discover that plant growth is accelerated significantly. It's given me quite the advantage in class. But isn't that cheating? You have no idea how difficult it's been for me to be taken seriously, Mr. Fordham. No matter how hard I tried, my work wasn't valued on its own merits by my peers or professors. I fought hard to get where I am. I wasn't about to lose all that just because some pig-headed idiots didn't think my best was good enough. That sounds awfully familiar. What about your notes on the effects of ethericity on animals? Oh, those aren't complete. I haven't tested the effects on anything larger than flies. Those experiments were mainly to satisfy my curiosity, but they have little to do with my actual research. Curiosity? Seems like a lot of effort to go to just to answer a question. But then, I never really understood these scientific types. No more questions for now. Then if you don't mind, I have work to do. Okay, die will also... Judging from that pipe, that contraption must be used to keep the plants hydrated. But it looks like a giant earwax remover to me. Okay, also... jetzt bin ich... Also... Jetzt fängt bei mir so langsam das Rattern an. So ein bisschen. Und irgendwie muss man auch an dem Schlingel hier vorbeikommen. This just goes to show you. Looks like people have left mark. You may think. Also wirklich... So wirklich komme ich auch nicht rein. Oder ich müsste halt erst noch mit den... mit ihm hier sprechen oder so. This quack hasn't gotten anything. Her eyes are glazed. If we didn't. Okay, das ist das. With her vast sums of wealth, Madame Dupre could probably feed a star. Instead, she uses the. Okay, Garten aus. Ja, das bringt uns hier auch nicht so wirklich weiter. Gehen wir mal rein. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas übersehen. Und mit ihm zu sprechen macht, glaube ich, wenig Sinn. So, As amusing as it is to chat with this oddball, Nee, da müssen wir erst diese... Da müssen wir, glaube ich, erst das Zeug da wieder machen. Ja, das hier bringt leider auch nicht so uns wirklich voran. it must be a nice place to sit and listen to music. Oh, Musik an und setzen uns hin. It must be a nice. Ah,
hier? Landuhr. The science. I can only wonder what sort of. Behälter. Is this really the best? Komme ich ja auch nicht rein. What in Oder the das hilft ether uns is ja that auch thing nicht. supposed? Hier können wir ja nichts machen. Ne? Hier ist ja sonst nur Apparat, Ausgang. Hier, irgendwas muss ich doch mit dem Cembalo machen können. Geht auch nur bis G, hier oben. Ich meine, aber auch mal alle Tasten drücken bringt ja jetzt auch nicht so viel, oder? Das muss doch irgendwas mit dem... Was haben wir denn noch so für Grabmal Chesterton untersuchen? Bewohner. Ja gut, die können wir nicht machen, weil wir brauchen das Stimulanz noch. Genau. Dr. Fellows, die Pinzette. Ja, da kommen wir auch nicht wirklich rein. Brief an Andrew. Ja, wir schauen nach den Dingern wie im üblichen versteckt unter dem weinenden Engel. I don't know much about art. Ich habe ja auch noch keinen weinenden Engel gesehen. Ich meine, hier im Haus das zu verstecken, das wird ja gar keinen Sinn machen. The Gascon Docks. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Mann, die Kiste, die kriegen wir eh nicht auf. Locked. Ja, das ist verschlossen. Da ist der Waschtisch, der Bild. Kiste, der Stuhl. Nice little cottage. Looks like it would make a nice cozy spot. Ja, ich würde sagen, Must be nice being able to afford keeping your oil lamps lit. ja, so reich sein, dass man sich nicht mehr um Energiesorgen machen muss, ne? Guck es dir an. Da ist ein Fahrer von Club. One of those melodramatic romances. I read it a while back and I couldn't tell you a thing about it. Now that one sounds interesting. I was always a fan of Bedletter's short stories. Chesterton, Familiengeschichte. Doesn't appear to be very brief if there's 2 volumes of it. I wonder if anyone outside the family would find this even remotely interesting. Ja. Entscheidung und Konsequenz. Choice and consequence. Who in their right mind would write a book about that? Reiterischer Mesmerismus. I don't even want to know what that one's about. I read that one last year. If you ever wanted to know the intimate details of a buffalo's anatomy, I highly recommend it. Ja, das klingt auch nach einem Buch. Das muss Doesn't man appear to be lesen. 1660 bis 1810. Eieiei. Na, wenn das mal nichts ist. Aber so wirklich hat uns das jetzt auch nicht weitergebracht. Schade. Aber gut, würde ich sagen, machen wir an der Stelle kurz Halt und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Lamplight City. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.